and 3 helicopters from Philippines, Asia, Africa, South America. And we have 300 volunteers working. And this all began while I was serving the Union, the Caribbean Union and the Venezuela Union, because I was aware there were some things that the church needs help with. They need help with aviation. They need help for areas that are very difficult to reach, like indigenous areas. And we gladly did that. But after serving 30 years, I decided with my wife, we prayed about it, we decided to serve as volunteers and stay as volunteers. In other words, after we finished our 30 years of service, we decided to just continue on as volunteers and be free to travel around the world and to work in different areas. And today we work in 94 countries. Thanks God for that. Now, difficult question for you. We always have questions because you never studied theology. Is that correct? I started theology, but my union president in Peru interrupted the. So now you can translate. We had a technical issue until now. Please forgive us. Now, for those für diejenigen, die kein Englisch sprechen, die kein Englisch sprechen, es gibt jetzt eine deutsche Übersetzung. From now on. That was a little different. I started studying theology so I could be a pastor like my father. Ich habe also Theologie studiert, damit ich wie mein Vater auch Pastor werden konnte. But the union president in Peru said, we have too many pastors already. Doch der Unionspräsident von Peru sagte, wir haben bereits zu viele Pastoren. We need engineers, we need pilots. Wir brauchen Ingenieure und Piloten stattdessen. So he said, please study engineering. Also sagte er mir, bitte studiere, damit du Ingenieur werden kannst. So I never finished my theological studies. Also habe ich mein Theologiestudium niemals wirklich beendet. But I always wanted to be a pastor. Doch dennoch wollte ich immer ein Pastor werden. So after 25 years of working for the church, nachdem ich jetzt 25 Jahre für die Kirche gearbeitet habe, the Venezuelan Union made the decision to ordain me as a minister. Da hat die Union von Venezuela beschlossen, mich zu einem Pastor zu ordinieren. So I'm not a theologian, but I am an ordained minister or pastor. Also ich bin genau gesprochen kein Theologe, aber ich bin ein ordinierter Pastor. So I have been working as a pastor. I do many weddings, baptisms. I still continue to serve as an ordained minister in many areas by helping, but I no longer, the last 8 years, after 30 years, I'm not working as a pastor. Also ich arbeite als Pastor, ich habe viele Hochzeiten, viele Taufen, die ich durchführe. Ich arbeite also als ein normaler Pastor. Okay, also er ist nicht von der Kirche angestellt. Thank you very much for the clarification. So you were happy as a university teacher and suddenly decided to leave that position and do something else in life. You left your salary, you understand, and you were expecting God to give you a salary. Now that must be a better salary, right? Because God pays you. And I want to hear about the story. What happened? Why did you leave your position as a teacher at the university level? What happened? Also die Frage ist, warum hat er seinen Posten als Universitätslehrer verlassen und was machst du jetzt? We enjoyed our work for the church very much. Wir haben die Arbeit für die Kirche sehr genossen. We have no regrets whatsoever for all the years that we did. Wir bereuen kein einziges Jahr, welche wir dort verbracht haben. We were treated very well. Wir wurden sehr gut behandelt. And I thank the church for all that wonderful experience. Ich danke der Kirche für all die wunderbaren Erfahrungen. But we realized there was areas that needed to be entered with the Adventist message. Und wir haben festgestellt, es gab Bereiche, wo die Adventbotschaft noch nicht durchgedrungen ist. But there was no salary, there was no budget for that. Und dafür gab es kein Gehalt und auch kein Budget. So naturally, if we went there, we would have to go as volunteers.
Also war es nur natürlich zu verstehen, dass wenn wir dorthin gehen würden, um zu arbeiten, würde es dort auch keine Entlohnung geben. So I left my work at the college as professor and associate professor and vice president for the university. Also ich habe meine Stelle als Professor an der Universität aufgegeben und als Vizepräsident, beides habe ich So aufgegeben, we could work in the jungles with the Indians. damit wir im Dschungel mit den Einheimischen arbeiten konnten. We have not regretted that. Und wir haben es bis jetzt nicht bereut. We wanted God pay better or not? Tell us the truth. Die Frage ist, bezahlt dich Gott besser oder nicht? Sag uns die Wahrheit. it's more comfortable to have a salary, Es ist bequemer, wenn man einen fixen Gehalt hat. but when we left the salary Doch als wir uns vom Gehalt abgewandt haben, 22 years ago, das war ungefähr 22 Jahre her, we have not died of hunger. da sind wir bis jetzt noch nicht verhungert. We have seen God provide for our needs. Wir haben gesehen, wie Gott für unsere Bedürfnisse Vorsorge getragen hat. But our friends said, you're going to retire someday and you will regret it. Und unsere Freunde haben uns alle gesagt, eines Tages wirst du es bereuen und müde werden und du wirst es bereuen. Ja? You will retire someday. Sorry, ich habe es verstanden. Die Freunde haben ihm also gesagt, eines Tages wirst du in Pension gehen und dann wirst du es bereuen. And you will then regret that you don't have a retirement. Du wirst bereuen, dass du dann keine Pension hast. But we have learned that God is faithful. Wir haben jedoch gelernt, dass Gott treu ist. 1 Thessalonians 5:24. Das lesen wir in 1. Thessalonicher 5, 24. He who has called you is faithful, Der dich gerufen hat, der ist treu. and he will do it. Und er wird es ausführen. Therefore, we're not afraid of our retirement. Darum haben wir auch keine Sorge, was unsere Pension angeht. In fact, it takes more money to work than to retire. It takes more money to work than to retirement. It's less cheaper to retire. Es braucht außerdem mehr Geld während der Arbeit, als wenn man sowieso schon in Pension geht. Flying airplanes, operating TV networks is very expensive. Mit Flugzeugen zu fliegen oder eine TV-Station zu betreiben, ist sehr teuer. We have 15 schools. Wir haben 15 Schulen, We have 40 airplanes, wir haben 40 Flugzeuge, 3 helicopters, 3 Helikopter and 300 volunteers. und 300 Freiwillige. That's very expensive. Das ist sehr kostspielig. Retirement will be much easier. Eine Pension aufzutreiben wird viel einfacher sein. And all of our pilots, our doctors, our dentists, our teachers are all volunteers. Und alle unsere Piloten, unsere Zahnärzte und sonstige sind alle freiwillig. But they have to eat, Dennoch müssen sie irgendwie essen. and God has to feed them. Und Gott muss sie ernähren. The work is not surviving, it is growing. Die Arbeit ist also nicht die, dass wir irgendwie überleben, sondern dass wir wachsen. Maybe some of you will be volunteers someday. Vielleicht werden einige von euch eines Tages auch zu Freiwilligen werden. We know that rumors go around that you have bigger house. When your last name gives you away, you're out the gates, right? And come on, you must have some nice property somewhere hidden. I mean, somebody told me once in Romania, a pastor, a retired pastor with lots of wisdom. Come on, guys, so many airplanes. Don't you think something is fishy? Tell us the truth. Also die Frage ist, ist er wirklich so arm und demütig, wie er sich stellt, oder hat er irgendetwas, was er uns nicht sagt? The truth is that our non-profit organization in the United States owns some of the airplanes, Die Wahrheit ist, dass unsere NGO oder unsere Stiftung einige dieser Flugzeuge tatsächlich besitzt. and in the Philippines, our foundation in the Philippines owns some of the airplanes. Und die Gründung in den Philippinen besitzt auch einige der Flugzeuge. And some of the other airplanes are owned by other organizations. Und ein paar andere Flugzeuge wiederum werden von anderen, sind der Besitz von anderen Organisationen. But nothing is owned by us personally. Doch nichts von all dem gehört uns persönlich in irgendeiner Weise. We know that everything belongs to God. Wir wissen, dass alles Gott gehört. And we don't own any houses. We don't have any houses of our own. Wir haben keine Besitztümer, keine Häuser, die uns gehören. But this afternoon I may show you some pictures of houses where we live, but they all belong to the organization. Heute Nachmittag zeige ich euch vielleicht ein paar Häuser, wo wir leben. Und das machen wir heute Nachmittag. The truth is, a small house in the jungle can be a very nice place to sleep. Die Wahrheit ist, eine kleine Hütte im Dschungel kann eine
ein sehr angenehmer Ort sein zum Schlafen. In Venezuela, our house has 3 little round huts like Africa has, little round. In Venezuela, da besteht unser Haus aus 3 kleinen Hütten, so wie in Afrika. And it's one of our favorite places to sleep. Und das ist eines unserer liebsten Orte, wo wir gerne übernachten. The walls are just sticks standing up. Die Wände bestehen aus aufrecht in den Boden gerammten Stücken. And when the wind blows through it blows right through the house. Und wenn der Wind vorbeizieht, dann kommt er genau durchs Haus durch. And when it rains, the rain can go through the house too. Und wenn es regnet, kann sogar der Regen durch das Haus And we durchwasseln. just pull the covers up and we just sleep even better. Alles, was wir machen, ist, wir ziehen die Decken einfach höher und wir schlafen noch besser. And in the kitchen, I had a little snake up in the thatch roof, and he would eat all the little bugs. Und oben in der Küche hatte ich eine kleine Schnecke, eine Schlange, und sie hat all die kleinen Käferchen aufgefressen. She would look up and the little green snake was always in the kitchen. Also sie hat immer raufgeschaut und die kleine grüne Schlange war dort immer und hat geschaut. So, to answer your question, none of our missionaries have very many assets. Um deine Frage zu beantworten, niemand von unserer Mission hat irgendwelche großen Summen auf irgendwelchen Konten. Almost all of them live from month to month to month. Fast alle von diesen freiwilligen Missionaren leben von Monat zu Monat, von dem es bekommen. But God is faithful, Doch Gott war bis jetzt treu. just like the disciples. Genauso wie mit den Jüngern. God provided for their needs. Gott hat auch für ihre Bedürfnisse Vorsorge He getragen. has always provided for our needs. Und er hat auch immer bis jetzt für unsere Bedürfnisse Vorsorge Last night we getragen. had a very good night's sleep. Letzte Nacht haben wir sehr gut geschlafen. And we had a good breakfast. Wir hatten auch ein gutes Frühstück. God took care of us. Gott hat sich also wiederum um uns gekümmert. If it's not easier to live as a volunteer, what's the advantage of it? Why do you still do it? Why don't you go back to be paid by the church? Tell us the advantages of volunteering. Should we also try it or should we stay employed? Also was sind die Vorteile jetzt dessen, dass du freiwillig arbeitest ohne einen festen Gehalt? Was sind die Vorteile? Warum sollten wir es tun? Why are you a volunteer? Warum bist du eine Freiwillige? Well, I'm very thankful that the Lord gave me this opportunity to be a volunteer. Ich bin sehr froh darüber, dass Gott mir die Möglichkeit gegeben hat, eine freiwillige Mitarbeiterin zu sein. It was a little scary right at first. Zu Beginn war es sehr furchterregend. With 5 children, we thought, how are we going to send them to school and buy their clothes and have enough food to eat? Schließlich hatten wir 5 Kinder und wir haben uns natürlich die Frage gestellt, wie werden wir sie ernähren, wie werden wir sie in die Schule schicken und so weiter. But as I saw God always providing what we needed when we needed, my faith really grew. Doch als ich gesehen habe, dass Gott immer dann uns versorgt hat, wenn wir es am nötigsten hatten, da ist mein Glaube gewachsen. God's promise is, seek first the kingdom of God and His righteousness, and everything else that you need, maybe not what you want, but what you need, will be given unto you. Gott sagt, kümmere dich erst um das Himmelreich Gottes und alles andere, was du brauchst, nicht was du dir wünschst, aber was du brauchst, wird dir gegeben werden. And it's just exciting sometimes, you know, you get to a very hard point and you think, oh, what are we going to do? And I think, oh, now I get to see God work once again in my life. Manchmal kommst du in solchen Situationen, wo du dich fragst, wie kann Gott uns jetzt hier noch herausholen, doch dann passiert doch ein Wunder und dein Glaube wächst noch mehr. And God many times has given us things that we always dreamed of. Und Gott hat uns auch viele Dinge gegeben, von denen wir lange geträumt haben. For example, David and I, right after we got married, we thought, oh, it would be so fun to go to Bogenhofen and study German. Kurz nachdem wir geheiratet haben, da haben wir den Traum, es wäre so schön, wenn wir doch einmal nach Bogenhofen kommen könnten und dort Deutsch lernen könnten. But instead we went to the mission field. Doch stattdessen sind wir ins Missionsfeld gegangen. But many years later, God gave us that opportunity to be at Bogenhofen and to learn German. Doch viele Jahre später hat uns Gott tatsächlich die Möglichkeit gegeben, in Bogenhofen zu sein und dort Deutsch zu lernen. We got free tuition, free housing at Bogenhofen. Und wir waren befreit von allen Kosten, wir haben dort kostenlos gelebt. In exchange, I helped them with the media department. Und im Gegenzug habe ich ihnen mit dem Medienprogramm dort geholfen. And the truth is, I just don't have a big desire to go back and be
checking in and out of work and all the stress of getting to work and getting back home, and I much prefer working for God. It's really lots of fun. Und ehrlich gesagt möchte ich gar nicht mehr zurück in diesen alten Trott, wo ich von Arbeit, wo ich immer hin und her pendel zwischen der Arbeit und zu Hause. Es ist viel angenehmer für Gott zu arbeiten. I would say that we don't have 300 volunteers because they hate their job. Ich möchte euch sagen, wir haben nicht deswegen 300 Freiwillige, weil sie ihren Job so hassen. We have 300 volunteers because they love what they do. Wir haben 300 Freiwillige, weil sie eben ihren Job lieben. Now, it might be good to mention what characteristics we look for in a volunteer. Die Frage, die wir uns stellen sollten, ist vielleicht, was für Charakteristika sollten unsere Freiwilligen haben? And let me mention, being a volunteer doesn't mean, oh, I can sit at home and relax. I think our volunteers work harder than when you're working in a workplace. But at least they should. Volunteers doesn't mean sitting around on vacation. They work harder sometimes than anyone they go to work. Ja. Freiwillig zu sein bedeutet nicht, dass man herumsitzt, als ob man irgendwo im Urlaub wäre im Ausland. Manchmal arbeiten sie härter als auf ihrer eigentlichen Arbeit. So the characteristics we look for is a solid commitment to God's Word. Also die Eigenschaften, die wir suchen, ist eine solide Verbundenheit zu Gott. Even though we have had volunteers that are not Christian. Wir hatten zwar auch Freiwillige, die nicht mal Christen waren. We had a volunteer who was an atheist. Wir hatten einen Freiwilligen, der war Atheist sogar. And we had a volunteer who was a Muslim. Wir hatten noch einen Freiwilligen, der Moslem war. We had a Buddhist volunteer. Wir hatten auch einen buddhistischen Freiwilligen. Catholic and Protestant volunteers. Auch Katholiken und Protestanten waren darunter. So we are open to anybody being a volunteer. Also ihr seht, wir sind offen für alle Menschen, die uns helfen wollen. But most applicants come from the Seventh Baptist Church. Und natürlich sind die meisten Bewerber aus der Kirche der Siebten So Tags-Adventisten. we want to see a solid commitment and dedication to the Lord. Also wir wollen zuallererst eine solide Verbundenheit und Eifer für den Herrn sehen. We want to see a commitment to be willing to work with your hands. Wir wollen sehen, dass du engagiert bist und mit deinen Händen arbeitest vor allem. It's really hard to find young people today that want to work. Es ist sehr schwer heute Menschen zu finden, junge Menschen zu finden, Oh, die I want to be arbeiten a wollen. Ich möchte gerne Missionar sein, sagen Oh, sie. it's so nice to be on vacation. Es ist so schön im Urlaub zu sein. We have work to do. Jawohl, wir haben Arbeit zu verrichten. I tell a missionary, if you want to get in the canoe, Ich sage unseren Missionaren immer, wenn du ins Kandeln möchtest, you have to row. dann musst du auch paddeln. Otherwise, everybody has to work harder because you got in a canoe. Ansonsten muss jeder härter arbeiten und härter rudern, nur weil du nicht rudern möchtest. You would be surprised how many families come to the mission field and 2 weeks later they say, oh, I can't do this. Ihr werdet überrascht sein, wie viele Familien zu uns ins Missionsfeld kommen und nach 2 Wochen sagen, ach, wir können das nicht tun, das ist zu anstrengend. So we're looking for commitment to the Lord, hard working, willing to work hard. And 3, we're looking for teamwork. Also wir suchen zum einen engagierte und dem Herrn geweihte, hart arbeitende und das dritte Purpose und Leute, die im Team arbeiten können. You work together with the team. Sie müssen im Team arbeiten können. That means that there's somebody in charge of the team. Das bedeutet, dass jemand, der über die Gruppe Verantwortung For hat, example, if you have a chief pilot zum Beispiel wenn du einen obersten Piloten hast and you're a new pilot, und du bist erst ein Frischling, you have to take orders from your chief pilot. dann musst du die Befehle von deinem obersten Piloten annehmen. The co-pilot doesn't run the airplane, the captain runs it. Der Co-Pilot, der ist nicht derjenige, der das Flugzeug steuert, sondern der Kapitän. The co-pilot is in training. Der Co-Pilot ist ja noch in der Ausbildung. In every project, there is somebody who leads and others who work together. Und in jedem Projekt ist es so, dass es ein paar Leute gibt, die anführen und die anderen, die folgen. But now and then, we get a volunteer that says, I work by myself with no income. Doch immer wieder haben wir einen Freiwilligen, der sagt, ich bin selbstständig, ich arbeite für mich selber und keiner sagt mir, was ich machen soll. But you can never do anything big by yourself. It takes teamwork to do that. Doch die Sache ist, du kannst niemals etwas Großes bewegen, wenn du alleine bist. Es braucht immer Teamarbeit dafür. A media center, Ein Medienzentrum, school, eine Schule, an aviation ministry, ein Flugzeug, eine Flugzeugmission. all require teams of people.
Und all das braucht Gruppen von Menschen. So that's why I realize more than ever, Und deswegen stelle ich fest, und in letzter Zeit häufiger als davor, God is also and has the same problem. God has the same problem. und zwar ist es, dass Gott das gleiche Problem hat. God has a big work to do, Denn Gott hat eine große Arbeit zu verrichten. but his own people won't work together. Und seine eigenen Leute wollen nicht miteinander zusammenarbeiten. In fact, it's worse than not working together. It's worse. Und es ist nicht nur so, es ist sogar noch schlimmer. God's people are fighting together. Sie kämpfen miteinander, sie bekämpfen einander. Ja? And God cannot do a large work in the world unless his people humbly work together. Und Gott kann sein großes Werk auf dieser Erde nicht verrichten, es sei denn, dass sein Volk demütig miteinander zusammenarbeitet. So let us be humble. Also lasst uns doch demütig sein. Let's stop fighting with each other. Lasst uns aufhören, miteinander zu kämpfen. And let's learn to work together. Und lasst uns lernen, miteinander zu arbeiten. And then God can do a great work. Und dann kann Gott auch eine große Arbeit verrichten. But you have all the volunteers you need, right? You don't need any of us to come to South America or to Africa or to the Philippines, right? I mean, you have plenty of help, I thought. Du hast ja jetzt, glaube ich, sowieso genug Freiwillige. 300 hier und dort und in den Philippinen. Brauchst du noch mehr? Sister White said, where there is one, there should be 100. Schwester Wald sagt, wo da einer arbeitet, sollten Hunderte sein. We need more volunteers. Wir brauchen noch mehr Freiwillige. ADRA needs more volunteers. ADRA braucht mehr Freiwillige. The General Conference needs volunteers. Die Generalkonferenz braucht mehr Freiwillige. All of the congregations are looking for volunteers. Alle Gemeinschaften suchen mehr Freiwillige. But volunteers that are willing to work. Doch natürlich muss gesagt sein, es sollen Freiwillige sein, die bereit sind, auch zu arbeiten. We need pilots. Wir brauchen Piloten, We need agriculture. We need farmers. wir brauchen Leute, die farmen und die Bauern sein können. Mechanics. Auto mechanics are very hard to find. Wir brauchen Mechaniker, Automechaniker insbesondere sind sehr schwer zu finden. Sometimes it's easier to find a doctor or a dentist than a mechanic. Oftmals ist es einfacher, einen Doktor, also einen Arzt oder einen Zahnarzt zu finden, als einen Automechaniker. So, cooks, Köche brauchen wir auch, Lehrer, medical personnel, medizinisches Personal, young people that are good with computers and cameras. junge Menschen, die sich auskennen mit Computern und Kameras. In media, everything is computer. In Medien braucht es immer Computer. Developers for apps for phones. Wir brauchen auch Programmierer, die Apps und Programme erstellen können. Very, very important. Sehr wichtig. Because we have a message. Denn wir haben eine Botschaft. And a message has to be spread to all the world. Und die Botschaft muss auf der ganzen Welt verbreitet werden. So it doesn't matter if you're a nurse or a mechanic, you need to learn communication. Also es ist unwichtig, ob du ein Krankenpfleger oder Mechaniker bist, du musst Kommunikation lernen. Because we're all part of the communicating God's love to the world. Denn wir sind alle Teil Communicating God's love. das ist unsere Aufgabe, dass wir Gottes Liebe kommunizieren. But I don't have a diploma. I studied my doctor and I dropped my doctoral program and I don't have my diploma as a doctor in theology. Can you still take me? I'm not having the diploma as an engineer, as a cook, as a mechanic. I don't have the diploma. I'm doing side jobs, but can you take me with no diploma? And besides, I have to feed so many kids. Can you take me with children? Can you still make sure I'm not going to die of hunger and my children are not going to have to be traumatized of being in South America dying of hunger? Das einzige Problem, was ich jetzt habe, ist, ich habe kein Diplom. Ich bin weder Mechaniker, noch Arzt, noch Programmierer. Ich habe 5 Kinder zu ernähren. Kannst du mir garantieren, dass ich mit meinen 5 Kindern hinkommen kann, ohne dass sie traumatisiert wieder zurückkommen und fast vor Hunger gestorben werden? If you're going to fly an airplane, you have to have a license. Also wenn du ein Flugzeug fliegen willst, dann brauchst du natürlich eine Lizenz. But most missionary countries, if you teach at a school, you don't have to be a teacher. Doch in den meisten Missionsländern, wenn du zum Beispiel unterrichten möchtest in einer Schule, da brauchst du keine Ausbildung für. And to be a mechanic, the piece of paper doesn't help unless you really know how to do your work. Und bezüglich des Mechanikers, ein Diplom hilft dir nicht wirklich, es sei denn, du weißt wirklich, was du da tust. So if you have abilities and skills, you are needed. Also wenn du auf Fähigkeiten und Geschick bist, dann bist du herzlich eingeladen. Of course, if you have a diploma, it's helpful. Natürlich, wenn du wiederum ein Diplom hast, ist es nicht schlecht, sondern sogar hilfreich. And if you have a skill that you've learned, it's very, very good.
Und wenn du auch eine Fähigkeit hast, die du gelernt hast, ist es wunderbar. It's not good to come to the mission field and say, I know nothing. Es ist also nicht wirklich hilfreich, wenn du aufs Missionsfeld kommst und sagst, ich habe keine Ahnung von nichts. Learn something Lern was. and then come. Und dann kannst du kommen. But you don't have to have a doctoral degree, no. Aber du brauchst mit Sicherheit keinen Doktortitel. And you may not have to have a university degree. Du brauchst auch keinen Universitätstitel. But at least when you come, Und wenn du kommen willst, come with something. dann komm mit irgendetwas. I know health. I know Bible studies. I know mechanics. Come with something to offer for God. Ich kenne mich mit Gesundheit aus, ich kann Bibelstunden geben, ich bin Mechaniker, irgendetwas. So if you're a young person and you want to be a missionary, develop your skills and Also wenn du ein junger Mensch bist und du möchtest ein Missionar werden, dann bilde deine Fähigkeiten aus und dann komm. Yes, but we Romanians, we build our own houses, we have a big garden, and we have a few cows. That's how we grew up. That's our life. And we have people like that say, well, I'm only good in construction. I am sure there is no need for me in the mission field, right? And I only grew tomatoes the whole life and cucumbers, and that's how we made a living. And then, of course, cows and goats, who cares for those in mission field? Also wir Rumänen, wir sind ja so aufgewachsen, dass wir unser eigenes Haus bauen, dass wir unseren Garten haben mit Tomaten und Gurken und vielleicht ein paar Kühen und Ziegen. Jetzt ist meine Frage, wie können wir da dir behilflich sein? Weil ich kann nur Häuser bauen und das ist sicherlich nicht gefragt im Missionsfeld. Herbert just came from Bolivia with his family. He moved back to Romania. Norbert ist gerade vor kurzem erst aus Bolivien zurück nach Rumänien gezogen. And he saw how much construction we were doing. We needed to bring construction people from Europe to help us. Und er hat gesehen, wie viel Bauarbeiten wir auszuführen hatten. Und wir hatten solch eine Not an Bauarbeitern, dass wir sogar Bauarbeiter aus Europa importieren mussten. Even all our media people, the ones that did computer work, we put them in construction as well. Auch unsere talentierten Medienleute, die mit dem Computer zu tun haben, auch sie haben wir auf die Baustelle geschickt. So their construction, one of the main area that came is to help and know how to build houses. Also wir haben viele Bauvorhaben und das ist auch das ist ein großer Bereich, der Fähigkeiten braucht. Nobody should say, I cannot do anything. The job is saying, Niemand sollte sagen, yeah, but I don't have a job. niemand sollte sagen, ich kann nichts, wir brauchen immer alle Menschen. Christian service says everybody has skills from God that can be used. Das ist das Buch von Ellen White, christlicher Dienst, sagt, jeder hat Fähigkeiten, die er für Gott anwenden kann. What are the biggest joys, the biggest difficulties? What are the ups and downs in a life of service for God as a volunteer? Tell us some experiences from your years of service. Was sind deine größten Freuden und was sind die größten Traurigkeiten, die du erlebt hast in deiner Arbeit als Missionar? I'd like to. My wife is in charge of health work and working with children. Why do you do that? Meine Frau ist verantwortlich für Kinderarbeit und Health und auch für Gesundheitsarbeit. Warum hast du diese Arbeit gewählt? Well, let me just mention first that Satan hates anybody who's working for God, and he will do all he can to discourage you, to stop you in one way or another. Zuallererst möchte ich sagen, dass der Feind all diejenigen hasst, die für Gottes Werk arbeiten, und er wird alles tun, um dich davon abzuhalten. And one of my great passions is to give out Bibles. Und eines meiner größten Leidenschaften ist es, Bibeln auszuteilen. And I combine that with a medical mission trip. Und ich kombiniere das häufig mit medizinischen Missionsreisen. And I'm always amazed at how Satan tries to stop that mission trip. Und ich bin immer wieder überrascht darüber, wie der Feind versucht, diese Missionsreisen zu unterbrechen oder zu unterbinden. We find as we're ready to go out, the people are blocking the road. Entweder passiert irgendetwas oder die Menschenmenge blockiert die Straße. Just having strikes against the government, but it paralyzes everything. Und vielleicht haben wir irgendwelche Streiks gegenüber der Regierung und alles steckt fest. Or it's raining very hard and the mountain is just, the mud and rocks are coming down and covering the road. Oder es regnet sehr stark und von den Bergen kommen die Lawinen herunter, die Erde verschiebt sich und so weiter.
But when we get to these isolated little places and the people, we give them medical care and Bible, they are so happy and so grateful. It just really fills us with great joy. Doch wenn wir endlich unsere Missionsreiseziel erreicht haben und den Menschen medizinisch helfen können und ihnen die Bibel geben können, dann sehen wir einfach die Freude in ihren Augen. And I love working with children. Ich liebe es, mit Kindern zusammenzuarbeiten. And so in our little village next to our house, I have been doing 2 vacation Bible schools every year, usually in like December, January, and then again in July. Und in unserem Dorf, da mache ich mal Bibelschulen und manchmal, also normalerweise im Dezember und einmal im Juli. And what's exciting to me is to see that these children are so hungry for God's Word. Und was mich so überrascht und so, was mich so anfeuert, ist, dass die Kinder so Hunger nach dem Wort Gottes. And they say, oh, can't we continue having vacation Bible school every week? Und die Kinder sagen häufig, können wir nicht einfach weitermachen mit unserer Bibelferienwoche, jede Woche? So we are now having Bible studies every Sabbath afternoon and every Wednesday evening. Und da haben wir jetzt jeden Sabbatnachmittag, also auch Mittwochabend Bibelstudien. And I'm just so happy that some of the parents have become very interested in what their children are learning. Und das hat mich auch sehr gefreut zu hören, dass viele Eltern sich für das interessieren, was ihre Kinder bei uns lernen. Also, I always try to teach the children how to eat healthy foods. Was ich auch tue, ist, dass ich den Kindern beibringe und versuche zu erklären, wie sie sich gesund ernähren können. And one of the families in the village has become vegetarian as a result. Und eine Folge davon war, dass eine Dorfeinwohnerin vegetarisch wurde. And they started studying the Bible every week, the parents, the parents, the mother and father. Und die Eltern haben angefangen, Bibelstunden zu nehmen. And they have now been baptized. Und sie wurden jetzt getauft. And the father is now helping us with construction. Und der Vater hilft uns jetzt wiederum mit unseren Bauvorhaben, die wir da haben. And it's things like that that just, I don't know, they just make me so happy. I just want to keep being a missionary. Und es sind all diese Dinge, die mich einfach so anfeuern, die mich einfach dazu bringen, dass ich weiterhin Missionar sein möchte. And I would say that in my case, Und ich möchte sagen, dass in meinem Fall, some people say, you must like to fly airplanes. also ich höre öfters zum Beispiel von Leuten, die sagen, ich muss es lieben, mit dem Flugzeug herumzufliegen. Flying 28 hours across from North America to South America is not what I enjoy. 28 Stunden lang am Stück von Nordamerika nach Südamerika zu fliegen, ist nicht unbedingt eine Sache, die ich genieße. Flying all day, Den ganzen Tag zu fliegen sleeping 4 hours and flying all day, und dann 4 Stunden zu schlafen und die ganze Nacht durchzufliegen and flying all day. und dann wieder den ganzen Tag zu fliegen. We've done that for many years. Wir haben das viele Jahre lang gemacht. Sometimes people come with me. They fly a hotel. Und manchmal kommen die Menschen mit mir. If we only have 4 hours, we don't go to a hotel. Und wenn wir nur 4 Stunden haben, dann gehen wir nicht einmal in ein Hotel. We sleep under the wing of the airplane. Dann schlafen wir einfach unter den Flügeln des Flugzeugs. When people come with me, Und wenn die Leute mit mir kommen, I'm going with Uncle David on a missionary trip. dann sagen sie, ich gehe mit Onkel David auf einen Missionstrip. They never do it again. Die machen es nie wieder. No, sir, I'm going back on the commercial airline. Nein, mein Herr, ich gehe auf die normalen Fluglinien zurück. It's too hard. Es ist zu anstrengend. And so, we've done it for many years, Und wir haben das jetzt schon für viele Jahre gemacht. and that is not what I enjoy the most. Und das ist nicht unbedingt, was ich am meisten genieße. What I really enjoy Was ich jedoch sehr genieße, ist to see a new country es ein neues Land zu sehen. suddenly have television or radio covering the country. Plötzlich gibt es hier ein Radio oder ein Fernsehen und es überstrahlt das ganze Land. A new aviation program reaching into the isolated villages. Es gibt ein neues Flugprogramm und es werden bislang ungereichte Dörfer nun erreicht. A new school in an isolated area. Es gibt jetzt eine neue Schule in einem vorher isolierten Bereich. And young people coming to the school to learn how to get a Christian education. Und junge Menschen strömen in diese Schulen und sie lernen und bekommen eine christliche Ausbildung. Almost 100% of the children that come to our school as non-Adventists choose to follow the Lord and join. Fast 100%, die zu uns in unsere Schulen kommen, nehmen den Herrn als ihren Heiland an.
And almost 100% of the young people that graduate want to become missionaries. Und fast 100%, die zu uns kommen, als Schüler, werden auch Missionare. And we have an airplane that picks up the students and takes them to our mission schools in Belize, and it brings them back again and they start working in different areas. Und wir haben ein Flugzeug, das die Schüler zu uns in unsere Missionsschule nach Belize bringt und wieder zurück und dann arbeiten sie bei sich lokal als Missionare. And God allowed us to buy an older airplane, a very big airplane. Und der Herr hat uns ein älteres Flugzeug, aber dafür ein sehr großes Flugzeug geschenkt. For us it's big. Und für uns ist es It zumindest carries groß. 7 people. Da passen 11 ganze Menschen rein. Because most of our airplanes carry 4 people. Die meisten unserer Flugzeuge haben nur Platz für 4 Personen. But this airplane can fly across directly to Africa. Und dieses Flugzeug hat die Fähigkeit, direkt bis nach Afrika zu fliegen. So now we're going to start taking our graduates from mission school and taking them across to Africa to work. Also jetzt wollen wir anfangen, unsere Absolventen von der Missionsschule zu nehmen und sie nach Afrika zu fliegen. And that airplane just made a trip to Brazil this week, dropped off people and took new people back to school. Und vor kurzem, letzte Woche, ist das Flugzeug in Brasilien gelandet, hat ein paar Leute rausgelassen und hat Absolventen wieder zurück mitgenommen. So what I enjoy the most Also was ich am meisten genieße ist, is to watch the beautiful Advent message go into new areas of the world where there wasn't any work. was ich am meisten genieße, ist es also zu sehen, wie die Eventbotschaft in entlegene Teile der Welt gebracht wird, wo sie vorher noch nicht gewesen ist. We had a family a few years ago that applied and they were living in Paris, of all things, living in Paris, France. And they said, we're Romanians, I work in construction, my wife is cleaning houses, I'm sure you don't need us in mission. And besides, we're very thin on financial, we barely make it from month to month. Can you use us? What's the outcome of it? Do you use that family and are you happy that they came to the Missionsbericht finally? Because they almost fled the miserable life in Paris when they started out to become missionaries. Wir haben eine Familie aus Paris, aus all den Städten dieser Welt, gerade aus Paris, aus Frankreich, eine rumänische Familie, und die hat gesagt, die hat noch Kinder, und die haben gesagt, wir können eigentlich nicht viel, wir können bauen, und meine Frau putzt. Hast du diese Familie gebrauchen können in deiner Arbeit? This family came to Bolivia and they've been helping in construction. They have 2 children. Diese Familie kam nach Bolivien und sie haben uns mit verschiedenen Baustellen geholfen und sie haben 2 Kinder. And we're very, very thankful for them. They've been here several years. Und wir sind sehr dankbar, dass die bei uns mitarbeiten. Sie sind jetzt mit uns schon seit einigen Jahren. And so, yes, every kind of work, we're just so grateful for Are they it. happy that the mission field in Paris or not? If they were not happy, they would have left. Also wir sind jetzt dankbar für jede Art der Hilfe. Und die Frage war, sind Sie jetzt glücklich dort zu sein? Und seine Antwort war, ja, wenn Sie nicht glücklich wären, wären Sie schon längst gegangen. Just let me mention, they are helping me a lot with our children's programming. Every week they're out there helping these children. She helped me with the Vacation Bible School, and I can say, yes, they are happy. The time is out 1 minute ago, but I have one last question that's a very serious and important question for us. Uncle David, life is short. Are you sure you're saved? Are you happy? And are you sure you're going to make it to heaven? Because most of us are not even sure yet if we make it to heaven or if it's under question yet. Noch eine letzte wichtige Frage. Onkel David, bist du sicher, dass du gerettet bist? Also bist du glücklich und bist du dir sicher, dass du gerettet bist? I would say there is nothing in the world that I would do differently. I am completely happy, and I know that God is happy with the work of it. Also ich möchte sagen, so wie mein Leben bis jetzt verlaufen ist, ich möchte nichts daran verändert wissen. Ich bin glücklich, so wie es jetzt gelaufen ist, und ich bin mir auch sicher, dass Gott zufrieden ist mit unserer Arbeit. And in Bolivia, 80% of all the baptisms in the church, 8 out of 10, comes through our television network. Und in Bolivien ist die Rate die, dass 8 von 10 Menschen, also 80% unserer Zuhörer, durch unser Fernsehnetzwerk zu Christus kommen, getauft werden. The union president, the previous union president, told me that. Und der Unionspräsident hat mir das auch bestätigt. So we are thankful, and God confirms in many ways that He is happy with the work that we're doing. Also wir sind dankbar, und Gott bestätigt uns in vielerlei Hinsicht, dass er auch mit unserer Arbeit zufrieden ist. You ask if I know I'm going to heaven. Du fragst jetzt nicht noch, ob ich
mir sicher bin, dass ich in den Himmel komme. Well, my conscience is at peace with God. Mein Gewissen mein Gewissen ist ruhig. But I'm very far from being the perfect reflection of God's love. Und ich bin sehr weit davon entfernt, die perfekte Reflexion oder das perfekte Spiegelbild Gottes zu sein. There is much more that God has to teach me. Es gibt noch viele Dinge, die Gott mich lehren muss. And I want to do what God wants me to do. Und ich möchte das tun, was Gott von mir erwartet. But I'm still learning. Ich bin immer noch am Lernen. So I know that even though God has used me in mighty ways and used us in mighty ways, Und ich weiß, obwohl Gott uns schon in vielerlei Hinsicht auf mächtige Art und Weise gebrauchen konnte, my wife will tell you that I have a lot to learn, and I know that she has a lot to learn. wird meine Frau euch bestätigen, dass ich noch viel zu lernen habe und auch sie hat noch vieles zu lernen. So we would rather say, oh, I would not say, oh, I know I'm going to heaven. Also ich würde auf keinen Fall sagen, ja, ich weiß, dass ich in den Himmel kommen werde. Ich weiß, dass ich in den Himmel kommen werde. Except that if I were to die right now, I'm at peace with God. Es sei denn, ich wüsste, wenn ich jetzt heute sterben würde, hätte ich Frieden im Herzen. But God has much more to do with me, and I want to rise to the stature of what God wants. Und Gott hat noch vieles mit mir vor und ich möchte seinen Standards entgegenkommen und wachsen. I hope you understand that we are right with God right now. Also ich hoffe, ihr habt verstanden, dass wir jetzt mit Gott im Reinen sind. We have no doubt of our salvation. We have no doubt of our salvation. Wir haben keine Zweifel, was unsere Erlösung angeht. But we do have a doubt about how defective we are, and I know God wants us to be much better. Und dennoch haben wir Zweifel bezüglich dessen, wie unser Zustand ist und ich weiß, wir sind noch nicht perfekt. But you are David Gates. Everybody has heard about you, at least in the Adventist church. But I'm not David Gates. Do you think God can use me? I've played computer games my whole childhood and I'm good for nothing. Do you think God has anything in mind for my life? Aber du bist David Gates, zumindest jeder in der Adventgemeinde kennt dich. Aber ich bin nicht du. Ich habe seit meiner Kindheit an immer Computerspiele gespielt und ich bin zum Nichts Nutzer. It is God's special joy to use anybody who gives their heart to the Lord. Es ist Gottes spezielle Freude, jeden anzunehmen, der sein Herz ihm übergibt. In the Philippines, in the country, in the island of Mindanao, In den Philippinen, in Mindanao, there's a big Adventist university gibt es eine große adventistische Universität, called Mountain View College. die nennt sich Mountain View College. I was there speaking, Und ich habe dort gesprochen and another man came to talk to me, and he said, I don't know if I can say it. und ein anderer Mann kam zu mir und fragte, ich weiß nicht, ob ich gerettet werden kann. I said, why? Ich fragte, warum? You're a speaker here too. Du bist ja auch ein Sprecher hier. He said, I used to be a guerrilla fighting against the government. Und er antwortete mir, ich war früher ein Guerillakämpfer und ich habe gegen den Staat gekämpft, gegen die Regierung gekämpft. I used to be a sniper. Und ich war sogar ein Scharfschütze. Well, yeah, hiding He said, I have killed more than 100 people. Und er sagte, ich habe mehrere hundert Menschen getötet. And then the government captured me. Und dann hat die Regierung mich gefangen. And I agreed to turn against my own people. Und ich habe mich einverstanden erklärt, mich gegen meine eigenen Menschen oder gegen meine eigenen zu wenden. And I went back Und ich kam zurück and I killed almost all of my companions. und ich habe fast alle meine ehemaligen Kumpanen getötet. And then I met God and He forgave me. Dann habe ich Gott getroffen und er hat mir vergeben. And He said, do you think really I can be saved? Glaubst du wirklich, ich kann noch gerettet werden? I said, you have the closest place to the throne near Jesus because those that were enemies of God now are closest to God. Und ich antwortete ihm, du bist dem Thronplatz am nächsten von uns allen, denn du warst einmal ein Feind Gottes, doch jetzt bist du am nächsten. Be encouraged. Sei ermutigt. It is God's joy to take previous enemies and turn them into powerful victories. Es ist Gottes Freude, ehemalige Feinde zu nehmen und ehemalige Feinde Gottes anzunehmen und sie zu seinen Kindern zu In machen. Mindanao, southern Philippines, In Mindanao, in den Südphilippinen, there's a lot of Muslim guerrillas. It's very, very Muslim in the southern part. da gibt es viele muslimische Guerillakämpfer. Es ist sehr islamisch. And we get along great.
Und wir kommen wunderbar miteinander zurecht. They have invited us into all the mosques. Und sie haben uns in alle ihre Moscheen eingeladen. We don't eat pork, they don't eat pork. Wir essen kein Schweinefleisch und sie essen kein Schweinefleisch. They believe in health, we teach them health. Sie glauben an Gesundheit und wir lehren Gesundheit. They don't have the Quran in English, they have it in Arabic. Die haben den Koran nicht im Englischen, sondern nur auf Arabisch. So we give them a copy of the Quran in English. Also geben wir ihnen die Kopie des Korans, aber auf Englisch. And we show them that the Quran teaches Jesus was a prophet. Und wir zeigen ihnen, dass der Koran lehrt, dass Jesus ein Prophet war. And if Jesus was a prophet, then everything Jesus said we need to study. Und wenn Jesus ein Prophet war, dann müssen wir alles, was er gelehrt hat, auch studieren. And after we study the Bible, Nachdem wir die Bibel studiert haben, we give each of them a Bible as well. dann geben wir jedem Einzelnen von ihnen ebenfalls eine Bibel. We have many, many pictures with the gorillas. Und wir haben schon viele Fotos mit den Guerillakämpfern gemacht. A machine gun in his hand, Ein Maschinengewehr in der einen Hand, the Quran here, der Koran an der Brust and the Bible here. und die Bibel auf der anderen Brust. The only thing they said, Das Einzige, was sie immer sagen, you can come to our mosque, ist, du kannst zu unserer Moschee kommen, you can teach, du kannst lehren, but if your women come, doch wenn deine Frauen kommen, make sure they are well dressed. We do not tolerate bad dress in the world. dann geh sicher, dass sie auch ordentlich angezogen sind. Wir tolerieren keine anzügigen Bekleidung. So many of us who dress inappropriately would never be allowed to speak to them. So viele hier unter uns, die nicht ordentlich angezogen sind, würden erst gar nicht zugelassen werden, dort in die Moschee zu Dear gehen. sisters, Und liebe Schwestern, please dress appropriately. bitte kleidet euch anständig. Ambassadors always dress well. Denn Botschafter kleiden sich immer gut. Danke. Thank you very much for your time.